Das wohl meist gewünschte Einrad-Tutorial. Hier ist es. Heute geht es um Gliding. Von den ersten Schritten, wie ihr das erste Mal Gliding ausprobiert, indem ihr euch ziehen lasst, bis hin zu freiem Gliding. Und dabei habe ich viele verschiedene Arten gefunden. Genauer gesagt sogar 5 Techniken, die ihr ausprobieren könnt, um für euch persönlich die beste Technik zu finden. Und dabei helfen mir Amelie, Sarah, Lara und Zoe, um euch diese ganzen Arten hier präsentieren zu können. Bleibt auf jeden Fall dafür bis zum Ende dran. Jetzt starten wir aber erstmal mit gezogenem Gliding. Los geht's! Beim Gliding rutscht man sozusagen mit einem Fuß auf dem Reifen, der andere Fuß befindet sich auf der Gabel. Dabei ist es wichtig, dass der Fuß auf dem Reifen sich nicht stark nach vorne und hinten bewegt, sondern auf der gleichen Stelle bleibt. Der Reifen rutscht unter dem Fuß durch und man kontrolliert mit dem Fuß, indem man stärker oder leichter auf den Reifen draufdrückt, die Geschwindigkeit des Reifens. Es ist auch möglich, den Fuß auf dem Reifen nach hinten zu ziehen, sodass er mit der Fußspitze noch auf dem Reifen steht, mit der Hacke aber schon auf der Gabel. Dies hilft dann später für weitere Übergänge. Am Anfang ist es aber einfacher, den Fuß komplett vorne auf dem Reifen zu haben, um sich besser auszubalancieren. Als Voraussetzung für Gliding solltet ihr V-Walk One Foot, also Pushing, beherrschen. Wenn ihr das noch nicht könnt, dann schaut doch mal hier oben bei meinem Tutorial für V-Walk und V-Walk One Foot vorbei. Für das Gliding müsst ihr nämlich jetzt anpushen im V-Walk One Foot, euch dann nach hinten lehnen und mit dem Fuß anfangen, über den Reifen zu rutschen. Die Geschwindigkeit kommt am Anfang durch den Zieher, der euch nach vorne zieht. Wenn ihr das erste Mal mit Gliding starten möchtet, dann lasst euch am besten von 2 Personen ziehen. Dies verhindert, dass ihr euch zu der Seite, an der ihr gezogen werdet, hin aufdreht und so zur Seite hin runterkippt. Das Wichtigste ist, den Sattel leicht nach hinten zu lehnen und mit dem ganzen Körper gerade hinten zu bleiben. So sorgt man dafür, dass man nicht nach vorne überkippt. Wenn es klappt, dass ihr euch von 2 Leuten ziehen lasst, dann versucht mal, eine Hand loszulassen. Wie gesagt, achtet darauf, dass ihr euch dann nicht zu dem einen Arm hin aufdreht, sondern dass ihr im ganzen Oberkörper angespannt bleibt und vor allen Dingen eure Schulter und euren Arm so anspannt, dass ihr gerade und hinten bleibt. Klappt das Ziehen von einer Person, die läuft, dann schon, dann kann diese Person jetzt auch aufs Einrad steigen. Das ist besonders hilfreich, weil ihr am Anfang gerne mal euer Rad wegschießt und es ist tatsächlich durchaus schmerzhaft für den Zieher. Wenn derjenige auf dem Einrad fährt, ist es dann meistens weniger schmerzhaft, weil das Rad, das fliegt, nur in dem anderen Einrad landet und man kann sich meistens da tatsächlich ganz gut abfangen. Auf jeden Fall ist es weniger schmerzhaft, als wenn euer Rad an den Schienenbeinen landet. Macht euch also auch darauf gefasst, wenn ihr euch zum Beispiel von euren Eltern ziehen lasst, dass ihr die vorwarnt, dass sie bereit sind wegzuspringen, wenn euer Rad mal nach vorne wegfliegt. Denn das ist beim Gliding am Anfang ganz normal. Nun könnt ihr von einem Partner gezogen Gliding fahren. Das ist schon mal ein eigenständiger Trick, der sehr viel für Parkhöhen verwendet wird. Um das Ganze jetzt nochmal zu steigern, versuchen wir zum freien Gliding hinzukommen. Das bedeutet, ihr bekommt nicht mehr den Schwung von eurem Partner, sondern holt euch selbst den Schwung, indem ihr vorher anfahrt. Als Vorübung dafür könnt ihr nochmal mit eurem Partner ausprobieren, wenn ihr gerade im Gliding gezogen werdet, dass derjenige euch mal ein Stückchen wegschleudert. Das heißt, ihr holt Schwung und werdet dann losgelassen und versucht euch jetzt selbst auszubalancieren und eben ein Stück alleine weiter zu gliden. Wenn das auch schon klappt, dann versuchen wir jetzt mal das freie Gliding. Und dafür gibt es, wie gesagt, bis zu 5 Versionen, die ich hier gefunden habe. Die allererste Version ist wohl auch die klassischste. Man fährt im Einbein an und stellt dann den zweiten Fuß auf den Reifen. Dabei ist es besonders wichtig, sich stark nach hinten zu lehnen. Das gilt aber für alle Variationen, die ich jetzt hier erkläre. Das ist für mich immer noch die eleganteste Variante. Sie hat damals aber für mich nicht ganz so gut funktioniert, denn in dem Moment, in dem ich versucht habe, den zweiten Fuß auf den Reifen zu stellen, bin ich immer etwas nach vorne gekippt. Und selbst wenn ich es dann geschafft habe, ein Stück zu gliden, dann habe ich mir so viel Schwung genommen, dass ich nicht wirklich weit dabei kam. Deswegen bin ich dann zu einer anderen Variante gewechselt, darauf werde ich aber später noch kommen. Die zweite Variante, die ich euch hier vorstellen möchte,
ist, dass ihr ebenfalls im Einbein anfahrt, aber diesmal habt ihr den Fuß nicht auf der Gabel im Einbein, sondern direkt auf dem Reifen. Ihr schabt also die ganze Zeit sozusagen schon etwas vorher auf dem Reifen und stellt den zweiten Fuß dann auf die Gabel. Das ist also genau die umgedrehte Variante wie die erste Variante, die wir uns gerade angeschaut haben. Als drittes gibt es dann noch die Möglichkeit, dass man beide Füße gleichzeitig auf Reifen und Gabel stellt. Auch eine schöne Variante, die ich jetzt von immer mehr Fahrern so sehe. Während ich jetzt versucht habe, für dieses Video die ganzen Arten rauszusuchen, ist mir noch eine neue Art begegnet, die ich so tatsächlich auch noch nicht kannte. Und zwar, dass man vorher Einbein fährt, dann aber den zweiten Fuß nicht auf den Reifen stellt, sondern in dem Moment, wenn man hochgehen will, den Fuß vom Einbein auf den Reifen wechselt und den anderen Fuß auf die Gabel stellt. Auch das ist möglich. Man sieht, man kann sehr viele verschiedene Arten ausprobieren und sich überlegen. Zuletzt zu der Variante, die ich persönlich fahre. Ich gleite direkt mit meinem Fuß nicht vorne auf dem Reifen, sondern ziehe ihn direkt hinten auf die Gabel. Das heißt, ich fahre im Einbein so an, dass meine Fußspitze auf dem Reifen ist und meine Hacke auf der Gabel. Dann stelle ich den zweiten Fuß hoch und zwar direkt auf die Gabel. Diese Variante ermöglicht mir sehr schnell, zum Beispiel in Stand-Up hochzugehen oder andere Variationen dran zu hängen, ohne dass ich zunächst meinen Fuß von vorne auf dem Reifen nach hinten ziehen muss. Das ist aber natürlich genauso möglich. Ich habe einfach gemerkt, dass ich dadurch dann schon mehr Schwung habe. Man muss aber sagen, dass es etwas schwieriger ist, dieses Gliding zu balancieren, da man mit beiden Füßen sehr eng zusammensteht und sozusagen den Druckpunkt nicht so ein bisschen nach vorne und hinten verteilt, sondern es ist schon fast ähnlich wie in Coasting. Für mich aber eine gute Vorübung für die späteren Tricks dann. Das waren die verschiedenen Varianten, wie ihr freies Gliding lernen könnt. Probiert gerne die verschiedenen Arten aus, dann findet ihr bestimmt das, was am besten zu euch passt. Wenn es am Anfang noch nicht ganz so funktioniert, direkt mit Gliding zu starten, könnt ihr auch einen Partner neben euch herfahren lassen, der diesmal euch eher stützt, als dass er euch zieht. So habt ihr schon das Gefühl, dass ihr selbst Gliding fahrt, aber habt noch eine kleine Stütze nebenbei. Ansonsten immer darauf achten, sehr weit nach hinten lehnen. In dem Moment, wo man hochgeht, hat man häufig so einen leichten Schlag nach vorne. Versucht den abzufangen, indem ihr euch in eurem ganzen Körper anspannt und dann habt ihr sicherlich schnell den Dreh raus. Das war's mit diesem Gliding-Tutorial. Wenn ihr weitere Videos in diese Richtung sehen wollt, zum Beispiel wie es dann mit Coasting oder Stand-Gliding weitergeht, dann schreibt's mir gerne hier unten in die Kommentare, damit ich die besten Videos für euch produzieren kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und einen Daumen hoch gebt, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal bei Unicycle School.